Hallo, hier ist wieder Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich mache dich gleich darauf aufmerksam, dass es heute etwas lauter werden kann. Dennoch zu Anfang gleich meine Bitte an dich, vergiss nicht mehr einen Daumen hoch zu geben, also ein Like hier unten zu klicken, wenn du dieses Video magst und auch diesen Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst in Zukunft. Ich stehe hier an einer Brücke, die etwas klapprig ist, wie du sehen und hören kannst. Und diese Brücke verbindet die beiden Inseln Lembongan und Scheningan. Das sind beides Nachbarinseln von Bali, wo ich mich zurzeit rumtreibe, um ein paar dieser Videos zu drehen. Du hörst, dass es zwischendurch immer mal echt laut wird. Und ich hoffe, du hältst das aus akustisch. Mir geht es heute darum, dir zu zeigen, diese klapprige Brücke ist die einzige Verbindung von A nach B, also von der einen Insel zur anderen. Und die Einheimischen nutzen das jetzt jeden Tag und völlig gefahrlos oder auch ohne Angst. Aber wenn man das zum ersten Mal macht, und ich habe das irgendwann ja zum ersten Mal gemacht, da hat man schon so ein bisschen ein klammes Gefühl in der Bauchgegend. Und heute ist mein Thema, weshalb ich dich mit hierher genommen habe: Wie kann ich meine Angst überwinden lernen? Denn wir alle haben ständig kleine Ängste. Nicht jeder hat gleich die große Phobie vor was, aber wir alle kennen das, dass wir im Leben kleine Ängste haben. Jetzt kommt ein ganzer Pulk, Achtung, jetzt wird's laut, dass wir also kleine Ängste haben, die uns daran hindern, im Leben voranzugehen, also bestimmte Situationen anzugehen. Du hast eben gesehen, da war ein Roller sogar mit 4 Personen, mit 2 kleinen Kindern besetzt. Die machen das hier völlig angstfrei. Und unser einer denkt manchmal, oh nein, das kann ich nicht machen. Und wir haben Angst vor Spinnen, vor Mäusen, vor Präsentationen, vor Publikum und lauter solche Dinge, die uns eigentlich ja genau, was passiert denn, wenn du so eine Angst hast? Eigentlich wird dein Leben dadurch immer kleiner und du vermeidest Situationen, die dich in die Angst bringen können. Und das ist das, was ich heute mit dir hier so machen möchte oder dir zeigen möchte, wie das gehen kann, dass du dich nicht selber aus Angst immer weiter einschränkst und dein Leben immer kleiner machst. Dazu möchte ich dir ganz kurz vorab erklären, dass es natürlich wichtig ist, auch Angst zu haben. Also es gibt so eine sogenannte funktionale Angst. Das ist die uns das Leben rettet. Also wer keine funktionale Angst hat, der wird als erstes mal vom Bus überrollt oder so. Oder wurde in unseren früheren, also bei unseren Vorfahren wären die dann vom Tiger gefressen worden. Und diese funktionale Angst ist wichtig und die ist auch fest in unserem Körper verdrahtet. Das heißt, wenn dieser Roller jetzt direkt auf dich zufährt, dann denkst du nicht lange nach über Angst, dann springst du einfach zur Seite. Und dein Körper macht das ganz alleine. Das heißt, du schüttest diese Hormone aus, die dich dazu befähigen, zur Seite zu springen. Über diese Prozesse müssen wir uns keine Gedanken machen. Das hat Mutter Natur total klasse in uns fest verdrahtet. Wo es schwierig wird, das sind diese kleinen gedachten Ängste. Und die nennt man oder die nennen auch ich dysfunktionale Angst. Und diese dysfunktionale Angst fängt an mit einem Gedanken, den du denkst, nach dem Motto, oh, das wird bestimmt ganz schrecklich oder oh Gott, das kann ich doch nicht tun oder Hilfe, wie soll ich da bloß rüberkommen? Und das genau ist eben nur ein Gedanke und der triggert in dir diese gesamte Hormonkaskade und wird dich lähmen, wird dich wie das Kaninchen vor der Schlange in die Inaktion bringen, also ins Nichtstun. Und wichtig für dich ist dabei auch zu verstehen, dass wenn du eine Angst erlaubst, dein Leben einzuschränken, wenn du dieser einen Angst also Platz in deinem Leben machst, dann wird die ihre Freunde rufen. Ängste sind Rudeltiere. Ängste rotten sich zusammen und werden dir nach und nach den Platz streitig machen. Das heißt, dein Platz wird immer kleiner, die Ängste werden sich immer mehr in deinem Leben ausbreiten. Das ist die Ungeziefer. Wenn man da am Anfang nicht gleich durchgreift, dann werden das immer mehr. Und so Ängste, die fressen einem über die Dauer der Zeit nach und nach den kompletten, wie ich das nenne, Mutkeks weg. Das heißt, du wirst immer ängstlicher und es wird immer schwieriger, überhaupt noch normal sozial zu interagieren. Und diese Tatsache, dass du das erkennen kannst, wenn du einer Angst Platz machst, dann schau doch mal auf diese eine Angst. Denn es gibt so einen alten Psychologenspruch, der heißt nämlich, wo die Angst ist, da ist der Weg.
Und deswegen zeige ich dir heute auch diese Brücke. Diese Brücke, vor der könnte man Angst haben. Aber genau diese Angst zu überwinden, durch diese Angst durchzugehen, das ist der Weg. Der Weg zu Wachstum, der Weg zu persönlicher Reifung und der Weg natürlich dann auch zu persönlichem Glück. Und all das nenne ich ja, wie du inzwischen weißt, nachdem du etliche dieser Videos konsumiert hast und hoffentlich umgesetzt hast, dieser Weg, den nenne ich mutig leben. Und all das, was du hier lernst, nenne ich Mut. So, wenn du also erkannt hast, dass du geneigt bist, einer Angst Platz in deinem Leben zu machen und vielleicht schon gemerkt hast, dass es immer mehr solcher Ängste werden können, dann ist es wichtig, dass du Stopp sagst. Dass du Stopp sagst, nein, so will ich nicht weitermachen. So will ich mich nicht weiter beschränken und ich will mutig agieren. Und dieses Stopp, das kannst du jederzeit setzen. Und dann ist es dran, durch die Angst hindurchzugehen. Und am einfachsten gelingt das, ehrlich gesagt, wenn du dir die Frage stellst, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Frag dich das mal. Du hast eine Angst, du weichst zurück vor einer Situation, du vermeidest die einfach. Frag dich mal, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Jetzt sagst du mir vielleicht, ja, ich könnte mich blamieren oder ich könnte, keine Ahnung, dumm dastehen. Meistens sind es ja solche Dinge. Soziale Ängste sind es oft. Es ist gar nicht hier. Ja, schlimmstenfalls könntest du ausrutschen und hinfallen. Aber meine Frage, die du dir immer stellen solltest, wirst du es überleben? Und in 99,99% der Fälle, ja, du wirst es überleben. Vielleicht mit ein paar Schrammen, Blessuren, ob körperlich oder seelisch, aber meistens wirst du es überleben. Und wenn die Antwort eindeutig nein ist, nein, ich werde es nicht überleben, dann natürlich lass die Finger davon. Ja? Also mit einem Tiger Murmeln spielen zu gehen, trotz der Angst zu denken, ich gehe jetzt mal eben durch meine Angst, atmend durch. Nein, das bitte nicht. Aber mit dem Roller hier rüberfahren, das kann jeder. Und das kann man lernen. Vielleicht übt man vorher mal so eine Straße rauf und runter. Das heißt, was ich dir näher bringen will, ist das, was ich hier auf dieser Karte zusammengefasst habe mit dem Namen Fear Cure. Also, das ist auch ein gelbes Gestell, interessanterweise. Ich habe so ein Kartenset entwickelt mit lauter solchen Muttipps, wie ich sie dir hier näher bringen will. Und auf der Rückseite wirst du eben sehen, dass da ein bisschen in ganz kurzer Form beschrieben ist, was ich dir hier nahe bringe. Und in dieser Reihe von Karten, die in der Moodbox, den Link packe ich unten hier in die Videobeschreibung rein. In dieser Moodbox kannst du ganz viel lernen. Schau es dir mal an, wenn du magst. Mein Punkt, den ich hier machen will, ist, außer dass es hier tierisch laut ist, mein Punkt ist, dass du lernen kannst, deine Angst ganz bewusst, ganz gezielt, mutig, atmend zu durchschreiten. Du hast Atmen schon an anderer Stelle gelernt. Atme 3-mal tief ein und aus, das wird dein vegetatives Nervensystem beruhigen. Du wirst dich gestärkt fühlen, du wirst sagen, ja, ich kann das. Das ist auch ein ganz wichtiger, selbstermächtigender Satz. Ja, ich kann das und ja, ich tue das jetzt. Also dir selber die Erlaubnis geben, dich selber bestärken und ermutigen. Das ist der Weg. Und da, wo deine Angst am größten ist, da solltest du am dringendsten hinschauen. Da solltest du am dringendsten dran arbeiten und hindurchgehen. Fang klein an, mach wie immer kleine Schritte. Wage dich auf neues Terrain, indem du Tippelschritte dorthin machst, aber mach es bitte. Und ich muss wieder mal die Brille aufsetzen, die Sonne kommt raus. Meine Ermutigung an dich ist, du bist einzigartig, wertvoll, liebenswert und ganz wunderbar. Sei mutig, bring dein eigenes Potenzial zum Ausdruck, indem du deine Ängste überwindest. Du sollst nicht Bungee-Jumpen gehen und Wüsten durchqueren, aber fahr jetzt gemeinsam mit mir über diese Brücke. Tu solche Dinge, die du tun kannst. Die sind ein bisschen unbequem. Ja, man schreit nicht, hurra, ich will das endlich tun, aber du kannst das. Und ich bin an deiner Seite, gedanklich auf jeden Fall. Und wenn du mich wirklich brauchst für dein Leben, dann schreib mir eine E-Mail, geh auf meine Webseite, dort gibt es Kontaktmöglichkeiten noch und nöcher. Dort gibt es im Übrigen auch ganz viel freien Content für dich. Und ich freue mich erstens mal, dass du dieses Video bis zum Ende geschaut hast und zweitens, wenn wir uns bald im nächsten Video wiedersehen können. Bis dahin wünsche ich dir eine mutige Zeit. Geh durch deine Ängste, sag Shaka, yes I can. Ich bin bei dir, deine Barbara Fischer-Reinecke. Ciao, ciao, bye, bye.